Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute wieder mit einem Top 1000 Global Ranking Video. Wir gucken uns an, wie momentan so die Beliebtheit der Klassen abschneidet, was die Leute aktuell spielen und vor allem eben auf dem FEC-Server, weil auf den anderen Servern ist es momentan schwierig, groß was abzulesen. Erstens sind immer mehr Leute auf 165, das heißt die Bewegungen innerhalb der Rankings sind ziemlich gering. Und außerdem spielen die meisten Leute momentan auf FEC, was ja sowieso jedem klar sein sollte. Deswegen ist vor allem der FEC interessant. Und die erste Info, die wir hier aus dieser Rangliste rausziehen, ist gerade, dass es jetzt, gerade wo ich das nachgeschaut habe, 543 Leute auf Level 165 gibt. Auf dem FEC-Server hier drüben. Und das ist tatsächlich gar nicht so viel, finde ich. Also letztes Jahr um die Zeit waren es, glaube ich, schon fast 1000 auf 160. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass schon 1000 auf 160 waren letztes Jahr. Um die Zeit schon längst. Daran erkennt man halt, 165 ist doch ein bisschen schwieriger. Und vor allem erreicht man es nicht einfach mal so. Also nicht einfach mal so nebenbei oder so. Sondern man muss tatsächlich schon dafür grinden. Wenn man nicht wirklich grindet, dann dauert es halt doch einfach relativ lange. Und entsprechend haben es halt die meisten doch noch nicht erreicht. Es bringt ja auch verhältnismäßig wenig. Es gibt keinen wirklichen Grund, es zu erreichen. Allerdings ist dieses Wochenende lustigerweise XP-Event. Das heißt, man könnte wahrscheinlich schon nächste Woche ganz andere Zahlen hier ablesen, weil so ein XP-Event natürlich schon immer deutlich mehr Veränderung bringt. Genau. Und ja, dann schauen wir uns auf jeden Fall jetzt die Veränderungen an. Auch vom FEC-Server letzter Monat versus dieser Monat. Und ja, es hat sich einiges geändert. Auch im Ranking der Klassen, welche beliebter und unbeliebter geworden sind. Trotzdem fangen wir aber erstmal natürlich mit den Original-Servern an. FEC blende ich gleich ein. Zuerst auf der rechten Seite sehen wir wie immer, welche Eintrittsbedingungen in Top 1000 bestehen. Das heißt, welches Level muss man sein, um in der Top 1000 geführt zu werden. Und wie viele 165er gibt es. Letzten Monat waren es 3828 auf den Original-Servern, auf den 10, die wir haben. Und jetzt sind es 4257, also 429 Leute haben 165 erreicht zwischen dem 21.06. und dem 18.07. Ja, ist eine ziemlich solide Zahl, also basically plus 10% kann man fast sagen. Ja, passt. Ansonsten kann man da nicht mehr wirklich so viel ablesen. Ich finde halt, die interessanteste Entwicklung ist immer noch, dass der Taiwan-Server, der neueste Server ist, den es gibt, abgesehen von Rises, aber Rises zähle ich nicht so ganz dazu, weil er in der Region... Ich verstehe nach wie vor nicht wirklich den Sinn von Rises, weil es gibt einfach 4 südostasiatische Server und ich meine, Taiwan ist auch fast, also Taiwan ist basically auch Südostasien. Also es gibt 5 Server dort unten in der Region und den japanischen Server gibt es auch noch, also... Ist ein bisschen überbelastet, also der Server hat von Anfang an irgendwie nicht so wirklich viel Sinn ergeben, muss man sagen. Aber sei es wie es sei es. Jedenfalls von den, sag ich mal, Oldschool, also von den Servern, die 2022 released ist, ist der älteste. Und trotzdem ist er am Dreiergespann Totemia, Mashpeng, Borodeng, die immer relativ nah beieinander sind. Ich meine, Totemia hat einen Vorteil, sie haben mit dem französischen Server gemerged. Und ja, das hat nicht allzu viel gebracht, weil der französische Server war wirklich tot, kann man sagen. Aber trotzdem waren da sehr viele Leute drauf, oder sehr viel Charakter, besser gesagt, die Leute dann halt auch weiterspielen konnten. Also es hat ihnen auf jeden Fall im Ranking nicht geschadet. So viel kann man auf jeden Fall sagen. Und trotzdem sind die immer noch nah beieinander, also gerade mal so um die 10% auseinander, also wirklich geringfügig, was jetzt das Ranking angeht. Und der Taiwan-Server ist jetzt aber tatsächlich mehr als 10% über all diesen 3 Servern. Und das, obwohl er deutlich später released wurde und auch in Anführungszeichen Startschwierigkeiten hatte. Also die haben am Anfang schon ein bisschen gestruggelt, aber vor allem jetzt 2024 und 2025 waren sie auf der Überholspur unterwegs und entsprechend haben sie uns auch überholt. Also sie haben ja eigentlich die 3 großen westlichen Server haben sie alle hinter sich gelassen und sind jetzt der was das Ranking angeht, aktivste, / erfolgreichste Server. Und das ist schon nicht schlecht dafür, dass er von den OG-Servern am spätesten gestartet ist. Muss man auf jeden Fall mal erwähnen. Genau, ansonsten Ringmaster, keine Ahnung warum, hat um 28 zugenommen. Entsprechend, wenn eine Gruppe, wegen FEC halt gerade, stark zunimmt, heißt das eigentlich immer, alle anderen werden wahrscheinlich verloren haben. Und so ist es auch. Psykeeper -3, Jester -5, Billposter -9 im Vergleich zum letzten Monat. Billposter keine Veränderung. Blade -26. Ranger +18. Ne, Entschuldigung, Elementor, keine Veränderung, nicht Billposter. Ich habe gerade Billposter gesagt, my bad. Ja,
Ranger plus 18, der einzige neben RM, der auch noch gewonnen hat. Und Knight minus 3. Also das ist tatsächlich keine so gute Entwicklung. Keine Ahnung, warum das passiert ist, ehrlich gesagt. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ja, Ringmaster haben aus irgendeinem Grund stark zugenommen. Leider. Genau, und das sind die OG-Server. Jetzt blende ich FEC ein. My bad. Genau. Wir haben, ich habe jetzt mal das habe ich letztes Mal nicht gemacht, diesmal habe ich es gemacht, anders ergibt es irgendwie keinen Sinn. Diesmal habe ich tatsächlich die Werte vom FEC Juni drin gelassen, damit wir es uns eben angucken können, was hat sich jetzt vom Juni auf den Juli innerhalb von 30 Tagen eben geändert, oder circa 30 Tagen. Also, wir hatten, schauen wir uns erstmal den Juni an. Platz 1 war Blade, 2 Ringmaster, 3 Ranger, 4 Knight, 5 Elementor, 6 Psykeeper, 7 Billposter und 8 war Jester. Also ziemlich ähnliches Ranking eigentlich wie oben, minimal anders kann man fast sagen. Vor allem der Jester ist gleich unbeliebt, das ist auf jeden Fall gleich geblieben. So im Schnitt ca. 50, das ist auch hier oben ungefähr der Schnitt. Da hat sich nicht viel geändert. Aber die Veränderungen. Also vom Juni auf den Juli haben wir 21 Ringmaster verloren, das ist sehr gut. Aus den Top 1000, aus dem FEC Top 1000. Wir haben 13 Psykeeper dazu bekommen. Dadurch hat der Psykeeper auch den L überholt, aber das machen wir gleich nochmal separat. Wir haben plus 5 Jester. 10%. 2 Billposter. Minus 3 Elementoren. Verdammte Verräter. Minus 9 Blades. Plus 17 Ranger. Ja, Ranger hat krass zugelegt. Und minus 4 Knights. Also man kann eigentlich sagen, die einstelligen Veränderungen sind fast irrelevant. Das kann wegen den kleinsten Sachen sein. Die interessantesten Veränderungen sind die größeren, also quasi minus 21 Ringmaster, plus 13 Psykeeper und plus 17 Ranger. Das ist eigentlich mal das, wo wirklich, da steckt auch was dahinter, kann man sagen. Also das ist eher ein Trend, als nur eine Abweichung von Monat zu Monat, kann man sagen. Eine kleine, unbedeutende. Und genau. Hat sich auch auf das Ranking ausgewirkt, wie schon gesagt. Das heißt, wir haben jetzt Blade auf Platz 1, Ranger neu auf Platz 2, davor war es Ringmaster. Ringmaster auf Platz 3, dann Knight auf Platz 4, das ist gleich geblieben. Auf Platz 5 haben wir jetzt Psykeeper, auch das ist neu. Platz 6 ist jetzt Elementor, 7 ist Billposter, gleich geblieben. Und 5 ist Jester, auch das ist wieder anders. Ja, und heißt also, der Trend geht weiter. Blade und Ranger mit Abstand die beliebtesten Klassen. Vor allem, wenn man bedenkt, Ringmaster ist natürlich... Ich weiß, es hat tatsächlich unter einem der letzten Ranking-Videos jemand gefragt, warum ich das immer sage, dass man Ringmaster nicht wirklich beachten sollte. Naja, also ich meine, es ist ja sowieso offensichtlich und ich sage es eigentlich auch fast immer dazu. Heute habe ich es tatsächlich noch nicht gesagt. Schau euch das mal an. Wir haben ja 3179 Ringmaster versus zum Beispiel 1100 Blades. Und jetzt denkt mal in-game, wie viele Main. Es geht ja hier um, also hier geht es um alle Charakter. In dem Ranking sind natürlich alle Charakter. Ich kann leider die Filler-Charakter nicht rausfiltern. Ich wüsste auch nicht wie. Selbst wenn ich irgendwie von Gala zusätzliche Daten bekommen würde, das wäre unmöglich, keine Ahnung. Wie sollte man das rausfiltern? Aber denkt mal in-game. Wie viele Leute spielen tatsächlich als ihren Main-Character? Das heißt, sie machen eigentlich alles mit dem, was mit Ringmaster sowieso schwierig ist, deswegen macht es auch keiner. Aber, oder die wenigsten. Aber denkt mal darüber nach, wie viele Leute spielen tatsächlich in-game als Main-RM. Und denkt vielleicht nicht unbedingt an den FEC-Server im Low- und Mid-Game-Bereich, wo die alle mit Ringmaster Gigan und Violets töten und so. Denkt eher mal an High-Level, an Coral Island und Giants und Bosse und so weiter. Da kommt man sehr schnell drauf, das sind nie im Leben fast 3-mal so viele wie Blades. Oder doppelt so viele wie Ranger. Das ist einfach nicht so. Also ich sag, Ringmaster ist nicht die unbeliebteste Klasse, aber er ist nie im Leben die beliebteste. Und deswegen finde ich das immer wichtig zu sagen, und ich meine, diese Kommentare zeigen das ja eigentlich, dass man hier nicht blind die Zahlen, also man braucht halt einen Kontext, und diesen Kontext probiere ich zu liefern, und deswegen sage ich das immer, weil hier einfach so viele Doppelcharakter drin sind in dem Ranking, dass es einfach nicht, also diese Ringmaster-Zahl ist einfach nicht aussagekräftig. Alle anderen sind es, also viel mehr ist der Ringmaster. Man könnte natürlich bei anderen Klassen auch noch sagen, naja, die meisten Twink-Chars sind vielleicht Blades oder so, könnte man irgendwie, wobei das anscheinend nicht mehr stimmt, weil Ranger ist ja auf Platz 2, aber man könnte irgendwelche Argumente für jede Klasse vielleicht finden irgendwo. Aber bei Ringmaster ist es halt einfach pervers extrem, weil jeder
Jeder, der einen Ranger hat, hat einen Ringmaster. Jeder, der einen Blade hat, hat einen Ringmaster. Jeder, der einen Knight hat, hat einen Ringmaster. Jeder hat einen Ringmaster. Also eigentlich pro alle anderen kommt ein Ringmaster obendrauf. Der Unterschied ist halt, nicht alle Ringmaster sind so hoch gelevelt, aber viele sind es halt schon. Ich selbst habe 2 auf 165 und 1 auf 156, 1 auf 162. Also ich selbst habe 4 Ringmaster auf einem extrem High-Level. Das ist einfach nur, weil man sie halt braucht für die Charakter, weil du brauchst halt einen Ringmaster, weil du ohne Ringmaster dieses Spiel nicht wirklich spielen kannst. Und deswegen ist das so wichtig. Und beim FEC-Server ist das halt deswegen auch gut, dass der hier 21 verloren hat, weil je mehr Ringmaster wir aus den Top 1000 und Top 100 und was auch immer überall rausgraben, rausfiltern, blocken können, desto besser, weil man stark davon ausgehen kann, dass viele davon, nicht alle, nicht mal unbedingt die meisten, aber viele davon einfach Twin-Character sind, also quasi einfach nur der Ringmaster zu einem anderen Main-Character. Und deswegen neige ich dazu, das einfach zu ignorieren oder da auch nicht viel darauf zu verschwenden. Und deswegen ist in Anführungszeichen die wahre Nummer 1 immer der Platz 2. Ich weiß nicht, wo genau man Ringmaster einordnen könnte, aber ich denke definitiv in den unteren 4 von der tatsächlichen Beliebtheit, also irgendwo zwischen Jester und Billposter quasi. Also irgendwo in dem Bereich müsste es sein. Genau. Und ja, das finde ich nicht unwichtig. Also finde ich schon, dass man es dazu sagen sollte. Gibt auch Leute, die stimmen mir, was das angeht, nicht zu. Aber ich meine, ehrlich gesagt, ich habe noch kein einziges Argument wirklich gehört, was jetzt wirklich gut dagegen spricht. Deswegen werde ich das auch nicht ändern. Ja, und jetzt habe ich mich fast ein bisschen verrannt in der Erklärung dazu. Das wollte ich ja nicht so lang machen. Egal, auf jeden Fall, das ist eben die aktuelle Situation auf dem FEC-Server. Also eigentlich hat sich nicht viel geändert im Vergleich zum letzten Monat. Also ja, es sind weniger Ringmaster, das ist natürlich gut. Aber ansonsten kleinere Veränderungen. Ich meine, Ringmaster, Elementor und Psykeeper sind nur 8 auseinander. Sind ja auch extrem ähnlich, die Klassen, sag ich mal. Werden auch für das gleiche benutzt. Blade und Ranger sind immer noch nah beieinander. Natürlich jetzt deutlich näher als noch im Monat davor. Aber ja, eigentlich hat sich nicht allzu viel geändert. Weiterhin extrem unbeliebt ist halt der Jester. Ich finde es selber lustig tatsächlich, weil ich weiß doch, im letzten oder im vorletzten Video habe ich gesagt, die Leute sagen, ich glaube es war im vorletzten Video, die Leute sagen alle, dass sie so viele Jester sehen. Und deswegen war am Anfang kurz dieser Eindruck, okay, Jester ist dieses Jahr viel beliebter, spielen voll viele Leute Jester oder jeder spielt Jester. Wir haben jetzt 2 Monate in a row, 51 und 56. Und natürlich betrifft das nur Ultra-High-Level-Charakter. Haben uns ja vorhin angeguckt, was war es, 100... Ach ne, Eintrittslevel in die Top 1000 haben wir uns gar nicht angeguckt, tatsächlich. Was war denn das Eintrittslevel beim FEC? Das haben wir uns tatsächlich nicht angeguckt. Ja gut, das ist 162. Also ja, wir reden hier von Ultra-High-Level tatsächlich. Das mag sein, ja. Aber trotzdem spiegelt das High-Level ja auch die aktivsten Spieler wieder. Und es ist halt einfach die einzige Möglichkeit, das tatsächlich zu verifizieren. Weil ich meine, wenn mir jetzt jemand sagt, ja, er sieht so viele Jester, ja, okay, ich meine, das mag schon sein, aber die Zahlen, die Fakten, die Statistik, es spricht alles dagegen. Und das jetzt schon für mehrere Monate in a row. Und ich meine, vor 2 Monaten tatsächlich waren ja die Level auch noch nicht so hoch. Ich meine, klar, da war es trotzdem Endgame, da waren die Level halt 140 oder so. Aber es hat sich halt nichts wirklich geändert. Also ich meine, wenn es wirklich so viele Jester gäbe, wo sind die dann? Offensichtlich nicht sehr hoch. Und wenn die aber so viel spielen und wenn die überall gesehen werden, was machen die dann den ganzen Tag? Also offensichtlich nicht leveln, weil sonst wären sie jetzt ja hier, ne? Und ich meine, es gibt fast 4-mal so viele Blades, 3-mal so viele Ranger, fast 3-mal so viele Knights wie Jester. Wo verstecken die sich? Aber was ich jetzt dazu sagen wollte, war, lustigerweise habe ich jetzt tatsächlich in den letzten 3-4 Tagen sehr viele Dungeon Runs mit anderen Jestern gemacht und einige davon hatten sogar geilen Damage, also sogar mehr Damage als ich. Nicht, dass ich meinen Damage als geil bezeichnen würde, aber auch wirklich gutes Equipment und so, fand ich lustig. Aber trotzdem, auch deswegen sage ich jetzt nicht, ja, wow, ich hatte jetzt in den letzten 20 Wilds Runs oder Dungeon Runs oder so, hatte ich jetzt 15 Jester, was verhältnismäßig hoch ist, wenn man sich anguckt, wie unbeliebt er ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass deswegen Jester plötzlich die beliebteste Klasse oder sonst was ist. Ändert nichts, ne? Interessant wäre halt eine Top 2000, 3000, vielleicht sogar 10.000, ne? Weil bei manchen Servern wäre 10.000 halt schon sehr deprimierend, weil dann würdest du Eintrittslevel in Top 10.000 haben von Level 40 wahrscheinlich, gefühlt. Aber ja, wäre natürlich interessant, weil dann könnte man es noch viel besser definieren oder viel besser sagen, was Sache ist. Aber haben wir halt nicht und deswegen müssen wir uns mit dem genügen, was wir haben. Und da sprechen die Zahlen halt Bände.
Und es sind ja auch nicht wirklich Zahlen, ich meine, ich mache das seit Jahren, ich kann hier mal hochscrollen, ich mache das seit Jahren jetzt, diese Statistik, seit dem 14.10.2022. Da habe ich angefangen, also seit fast 3 Jahren mache ich das. Und es war immer gleich, ja. Also es war nur am Anfang, war Jester mal ein kleines bisschen beliebter, dann haben alle realisiert, okay, Jester ist Trash, haben alle Jester gequittet und seitdem ist es so. Und seitdem hat sich das nicht mehr geändert. Also, deswegen nochmal zur Erklärung, Jester, Ringmaster, wenn ich da über irgendwelche Sachen dazu sage, dann basiert das tatsächlich auf Fakten. Das sage ich nicht, weil, also, ein bisschen natürlich auch immer aus Jux und Spaß und so, aber es basiert halt auch einfach auf Fakten, das muss man einfach sagen. Deswegen hat das schon einen Grund, warum ich das sage. Und wenn ihr anderer Meinung seid, okay, aber die Fakten sprechen halt eine eindeutige Sprache. Danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fandet das Video interessant und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Für mehr Flive Universe Videos abonniert den Kanal, lasst einen Like-Kommentar da und schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Tägliche Flive Livestreams auf Twitch. Heute jedoch bin ich ein bisschen später online, wenn ihr das Video am 18.07. seht. Wird ein Late-Night-Stream. Also ich weiß noch selber nicht genau, wann ich anfangen werde, aber es wird wahrscheinlich recht spät. Haut rein und ciao, ciao.